Heute geht's um den Hot Wheels Purple Passion vom Mega, der so wahrscheinlich in Deutschland nicht mehr auf den Markt kommt. Da könnt ihr euch bei Mattel Deutschland bedanken. Das ist natürlich sehr schade. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das gleich mal nach dem Intro an. Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Da bin ich wieder mit einem Set von Mega. Und zwar dem Hot Wheels Purple Passion. Ja, dieses Set, das gab es nur mal kurzfristig in den USA bei Target. Und Target ist leider ein Laden, der verschickt nicht international und er verschickt auch innerhalb der USA nicht an sogenannte Mail Forwarder. Das heißt also, man kann da auch keinen Service nutzen, der für einen das Set da kauft und dann an mich weiterschickt. Das geht so nicht. Das geht also nur über private Händler oder eben wie dieses Set hier jemand, der es bei Amazon reingestellt hat. Das Set im Teaser, das war von eBay, das sah auch viel besser aus. Das hier ist das, was ich von Amazon zugeschickt bekommen habe, für fast den gleichen Preis. Und wie man sehen kann, hier sind überall schon Knicke und Beschädigungen. Hier oben ist die ganze Farbe schon abgerieben und hier ist ein Loch zu sehen. Und dann geht es hier schon weiter. Hier sind auch schon wieder überall Knicke und ja, das ist dann, wenn man bei Amazon Neuware bestellt, so kommt die dann hier immer wieder an. Und das ist ja nicht das erste Mal und deswegen mache ich da auch noch mal ein weiteres Video. Das heißt, ich bin da schon dabei. Ich werde euch das dann hier oben auch mal mit verlinken. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Ob es den Abonnenten gefällt, weiß ich nicht, aber ich muss da mal auch mal irgendwie meinen Frust loswerden. Das geht ja so nicht weiter. Gut, nichtsdestotrotz schauen wir uns das mal an. Mache ich es mal auf. So, lass uns mal reinschauen. Ja, richtig schön voll, wie man sehen kann. Richtig toll. Ja, ganz viele Tüten und eine riesig große Anleitung. Ich kann das hier gar nicht mehr irgendwo hinlegen. Hier sind die Reifen. Noch mehr Tüten. Und hier unten die riesig große, schöne Anleitung. Ja, finde ich auch nett. Wenn ihr euch die mal richtig angucken wollt, die Anleitung, dann geht doch einfach mal auf Mega Bauanleitung. Da gibt es die tatsächlich in einem Video zu sehen, da könnt ihr euch die komplett mal anschauen. Gut, baue ich das Ding mal zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist er! Der Purple Passion. Sieht der nicht genial aus? Also, wenn der nicht cool ist, dann weiß ich es auch nicht. Mich begeistern diese Hot Wheels Autos einfach immer wieder. Sowas Cooles. Auch die Drucke mal wieder. Richtig schön. Also diese Farbe, man kann das gar nicht so wirklich gut beschreiben. So, ich habe euch das jetzt noch mal ein bisschen dichter rangeholt, dann kann man das besser erkennen. Dieser dunkelgrüne Druck hier, der ist so metallicfarben. Das sieht richtig cool aus. Naja, und die Steine haben natürlich wieder diese Silberflakes drin, damit das auch so ein bisschen lackiert aussieht. Finde ich auch sehr cool. Und ja, hier oben der kleine Haken, der ist gedruckt. Aber hier diese Sachen hier, die sind alle gebaut. Es geht dann erst wieder hier hinten los am Ende, wo es dann auch wieder ein Druck ist. Ziemlich cool. Das Hot Wheels hier unten sieht man leider ein bisschen schlecht, finde ich. Also jetzt im Licht ja, aber ansonsten fällt es eigentlich kaum auf. Muss man schon wissen, dass es da ist. Hätte man sicherlich auch eine andere schöne Farbe machen können. Aber so ist es halt. Nichtsdestotrotz ist der Wagen, finde ich, doch sehr gut gelungen. Aber schauen wir uns mit dem mal weiter an. Von vorne sieht er ein bisschen unscheinbar aus, wie ich finde. Das liegt teilweise auch daran, dass er recht schmal ist. Ich denke mal, sonst hätte man das mit dem Maßstab gar nicht so hinbekommen. Das ist jetzt eigentlich schon wieder ein unterschiedlicher Maßstab gegenüber dem Street Rodder und den Bone Shaker und Roger Dodger ist. Finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass die im gleichen Maßstab immer sind. Aber ja, ließ sich vielleicht da nicht so umsetzen mit. Nichtsdestotrotz sieht man gleich noch ein weiteres Problem. Es wirkt im Licht tatsächlich so, als ob man hier Farbabweichung hätte. So ganz minimal ist es tatsächlich so, aber das kommt jetzt teilweise wirklich nur durch das Licht. Also wenn ich den mal ein bisschen anders hinstelle, vielleicht sieht man es. Also das Mittelstück wirkt tatsächlich dunkel und das hier, das ist auch tatsächlich dunkler etwas.
Aber ansonsten ist das eigentlich doch relativ identisch von der Farbe. Es sieht tatsächlich nur so aus. Ja, hier oben drauf auch noch ein ganz toller Print. Ja, ein bisschen versetzt hier die Fliese. Das haben sie nicht ganz so gut getroffen, wie ich finde. Aber ja, das ist also minimal. Insgesamt doch ganz toll. Was noch so ein bisschen auffällt, die Motorhaube, die ist hier so ein bisschen uneben gebaut. Also man sieht hier so ein bisschen die Sachen überstehen. Und ja, das ist ein bisschen schade, auch so an der Seite. Ist das auch so ein bisschen so, wobei ich das teilweise aber auch nicht schlecht finde, weil es ist ja tatsächlich alles gebaut, das ist recht cool. Die Seitenteile hier, die so ein bisschen überstehen, die werden tatsächlich über Baurichtungsumkehr so raufgesetzt. Also hier sind tatsächlich Noppen und dann setzt man das so drauf und ja, wie man sehen kann, das sind alles Fliesen. Das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Und es gibt auch so einen richtig coolen, eckigen Look, also wenn man sich das mal so anguckt. Hat ein bisschen auch den Nachteil, manchmal sieht man halt noch so ein paar Lücken und so, aber insgesamt finde ich vom Erscheinungsbild ist das trotzdem ein richtig cooler Wagen und also, da kann man eigentlich gar nicht meckern, finde ich. Ne? So, schauen wir uns den mal wieder von vorne an. Von vorne gibt es nämlich noch ein weiteres Problem und das ist auch etwas, wo ich denke, absolut überflüssig. Wenn man nämlich jetzt hier die Motorhaube aufmacht, ja, die kann man tatsächlich aufmachen, dann wird es einem gleich auffallen. Man hat nämlich da Farbseuche. Und das ist wirklich die einzigste Stelle, wo sie das so gut sichtbar gemacht haben. Also ansonsten ist fast im gesamten Set nicht irgendwie unterschiedliche Farben oder sowas zu sehen, aber hier tatsächlich Rot und Blau und total unnötig, weil das hätte man ja komplett weglassen können. Ich meine, klar, man sieht es nicht unbedingt, aber sobald man dann doch mal die Motorhaube aufmachen möchte, fällt es halt dann doch ganz extrem auf. Ja, schauen wir uns noch mal kurz da in den Motorraum rein. Ja, wie man sehen kann, ist der Motor ganz gut angedeutet da. Eine Stange hier zum Festhalten der Motorhaube ist auch dabei. Also ja, auch richtig schön nett gemacht. Die Rückseite auch sehr gelungen, wie ich finde. Also richtig schick. Kommt jetzt gar nicht so gut zur Geltung. Ich muss ihn, glaube ich, mal ein bisschen quer machen. Da kann man wirklich dieses lange Heck mal sehen. Das Nummernschild auch ganz nett. Eine Hommage an Larry Wood, dem Designer vom Purple Passion. Auch sehr cool. Und auch hier hinten so, das haben sie schon echt richtig cool gemacht. Also gefällt mir richtig gut. Ja, also hier sieht man auch so ein bisschen so die Übergänge und auch wenn man mal von hier so guckt, da sieht man halt, dass es halt mit Bausteinen so passend dran gebaut worden ist. Und ja, hier ist es halt auch so eine kleine Lücke immer noch zu sehen auf beiden Seiten. Das ist aber, finde ich, jetzt gar nicht so schlimm. Das ist halt einfach, wenn man das mit normalen Bausteinen so macht, dann ist das halt nicht immer vermeidbar. Ne? Also, und jetzt ein Formteil dafür nehmen, ist ja dann auch blöd. Also man möchte ja eigentlich so wenig wie möglich Formteile dann auch dafür verwenden. Den Kofferraum kann man natürlich auch wieder aufmachen. Hier ist auch so eine kleine Stütze für. Ja, und dann kann man da richtig schön reingucken. Und was sieht man da? 2 große Lautsprecher von einer Musikanlage. Also das erste Auto von Hot Wheels, was da mal keinen Lachgas drin hat. Und ja, richtig schick finde ich das halt auch. Und kommt richtig gut, finde ich. Also das Ding hat auch wirklich unheimlich Spaß gemacht zu bauen. Also das ist immer, also diese ganzen Bausets von Mega, ich finde die einfach klasse. Die Anleitungen sind einfach so richtig gut gemacht und man kann das wirklich richtig schön zusammenstecken und alles. Das macht wirklich Spaß. Und ja, wie man hier sieht, ist auch keine Farbabweichung hinten. Also es ist alles gleichfarbend. Es war tatsächlich nur so ein bisschen vorne. Und ja, hier halt auch überall schöne Fliesen und so. Ja, richtig, richtig cool. Eine Sache, die ich so ein bisschen auch zum Schmunzeln finde, ja, zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Wenn man nämlich jetzt mal hier so sieht, hier ist ja so das Rad in so einem Radkasten eigentlich so ein bisschen versteckt. Das war ja früher bei manchen Autos so. Und ja, man kann es hier vielleicht schon so ein bisschen auch drauf erkennen. Das Rad, das steht tatsächlich ein bisschen weiter innen drin. Also es hat nicht dieselbe
Höhe wie das Rad, sondern es ist weiter drin. Und wenn man das Auto mal umdreht, dann sieht man das auch relativ gut, ne? Dass es hinten die Achse wesentlich kleiner ist als vorne. Vielleicht ist das aber auch bei dem Auto so, ich kann es nicht sagen, aber ja, tut dem aber jetzt keinen Abriss. Also der sieht trotzdem klasse aus, so von der Seite oder je nachdem, wie man ihn dann so stellen will, finde ich, der macht richtig was her. Es ist eigentlich wirklich schade, dass man ihn hier in Deutschland nicht kaufen kann, weil ich finde das Modell wirklich klasse. Es hat zwar so ein paar Schwächen, aber insgesamt finde ich das doch sehr, sehr gelungen. Ja, was kann man noch machen? Das Dach hier kann man auch abnehmen. So. Da ist es ab. Ja, und ich blende jetzt mal um und dann schauen wir uns das mal von oben an. So, dann schauen wir uns erstmal die Armaturen an. Ja, hier so eine Geschwindigkeitsanzeige. Hier natürlich der Schaltknüppel, der ist auch beweglich. Dann hier das Radio und hier noch so ein bisschen Gebläse. Und das ist es eigentlich auch. Lenkrad lässt sich natürlich auch bewegen. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Hier hinten sieht man noch schön diesen gebauten Streifen. Die Türen lassen sich leider auch nicht öffnen, aber das ist halt bei diesen $50 auch so. War ja beim Street Rodder nicht anders. Auch ein bisschen schade, aber verständlich irgendwo. Ja, die Sitze auch ziemlich cool, also kann man auch ein bisschen bewegen. Ne? Die Hinterbank leider nicht so. Aber finde ich auch trotzdem ganz gut gelungen. Ja, und hinten auch so ein paar Getränkehalter. Ja, also doch, haben sie wirklich schön und gut umgesetzt. Gefällt mir sehr gut und bereue ich nicht den Kauf, bin ich ganz ehrlich. Habe jetzt natürlich das Doppelte bezahlt im Prinzip, also knapp 100 €. Und eigentlich kostet er drüben nur 50, aber ja gut, so ist es halt. Das Dach auch sehr interessant mit so abgerundeten Fliesen. Und dann hier auch mit diesen kleinen Treppchensteinen hier, die auch so ein bisschen angeflacht sind. Und hier sogar so einen ganz sonderbaren, habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Aber ja gut, ich bin ja sowieso nicht der Experte mit den ganzen Namen von den ganzen Steinen. Aber macht ja auch nichts. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen blöd, gerade mit diesen Steinen hier. Weil die sind hier tatsächlich nur mal auf 2 Noppen befestigt. Und wenn man nicht aufpasst und den Purple Passion halt hier am Dach hochhebt oder irgendwie so Dings, das hält zwar, aber gerade wenn man jetzt hier zu lange rumdrückt, dann kann es schon mal sein, dass die sich auch so ein bisschen nach unten bewegen durch den Druck dann. Ne? Dann muss man halt wieder das Dach abnehmen, wieder alles richtig randrücken und dann sieht es halt wieder gut aus, aber ansonsten ja, kann es dann auch mal sein, dass die sich so ein bisschen, dass die nicht mehr in einer Linie dann sind, wenn man da nicht aufpasst. Also am besten den immer hier irgendwie so anfassen und gar nicht hier in der Nähe von dem Dach, sondern hier hinten. Das ist, glaube ich, besser. Sobald man hier anfasst, drückt man dann hier schon wieder die Sachen so ein bisschen zusammen. Dann gehen die wieder nach unten und dann, ja, dann hat man nicht mehr eine Linie. Das ist halt gut. Ja, das einzigste Formteil ist, wie gesagt, hier die Windschutzscheibe. Das heißt, oder ja, die Rahmen davon. Plastik selber ist ja nicht drin bei den Modellen. Das ist bisher bei keinem gewesen, soweit ich das weiß. Und ja, aber ansonsten würde ich sagen, ein ganz tolles Modell. Macht wirklich sehr viel Spaß zu bauen. Die Farbseuche hier vorne, ja, ist zu verschmerzen. Die meiste Zeit steht es eh nur so da. Hätte man weglassen können sicherlich, aber ist halt so. Sehr schade, dass man dieses tolle Set nicht in Deutschland bekommen kann. Schon gar nicht für einen vernünftigen Preis, so von 40 oder 50 €. Das wäre sicherlich gut gewesen. Wenn man es jetzt importiert, ja, kostet es wirklich leider durch die ganzen Transportkosten und den Zoll fast 100 € und das ist halt wirklich viel. Vielleicht hat man Glück, dass man es mal woanders kriegt, jetzt vielleicht auch bei Amazon, da ist der Versand nicht ganz so hoch. Allerdings packen die es dann auch so ein, dass es dann halt kaputt ankommt oder ne, also zumindest die Box. Da muss man halt wissen. Ne? Also wenn man es verschenken will oder irgendwie verkaufen will, dann würde ich sagen, ist Amazon da absolut gar keine Option, wie die das machen. Da würde ich es dann tatsächlich lieber bei eBay kaufen und wenn man da einen vernünftigen Verkäufer erwischt, verpackt es dann auch vernünftig.
Ja, ansonsten schöne Sachen, dass man hinten den Kofferraum aufmachen kann, vorne die Motorhaube. Das Dach lässt sich halt auch gut abnehmen, man kann da schön reingucken. Diese Bauweise hier finde ich auch ziemlich cool. Ist manchmal ein bisschen fragil, also hier hinten zum Beispiel. Das wird auch hier nur auf einer Noppe hier gehalten. Aber ich sag mal so, wenn man da jetzt nicht wirklich viel rankommt, hält es eigentlich, weil es wird eigentlich von den unteren hier dann so gestützt. Und also wenn man jetzt nicht wirklich hier irgendwie so hin und her macht oder so, dann passiert da eigentlich auch nichts. Auch richtig genial hier diese Kanten, finde ich. Die Scheinwerfer hätte ich mir tatsächlich ein bisschen hübscher noch gewünscht, tatsächlich. Aber ja, Stoßstange hätte man vielleicht auch noch ein bisschen netter machen können, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also wenn man das Set für 50 € irgendwo kaufen kann, würde ich da auf alle Fälle zuschlagen. Wenn man es jetzt über den teuren Weg importiert oder so, muss man wissen. Mir war es das auf alle Fälle wert und ich bereue das absolut nicht. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Ein ganz, ganz tolles Set. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich das auch zu holen. Gerade wenn man auch schon die ganzen anderen hat. Zum Vergleich jetzt nochmal den Street Roller daneben. Der kostet ja auch drüben 50 $, hat allerdings weniger Teile, sieht aber tatsächlich breiter aus. Liegt daran, dass der Purple Passion tatsächlich nur von hier bis hier geht und die Reifen praktisch beim Street Roller halt größer sind. Das ist aber auch wirklich der einzigste Unterschied. Von daher würde ich sagen, liegen die ja tatsächlich doch noch relativ im selben Maßstab. Also ich hatte zwar anfangs gedacht, das wäre gar nicht so, wenn man sie aber jetzt tatsächlich so daneben stehen hat, sind sie doch im relativ identischen Maßstab. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau dir doch das Video hier an und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!